Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde, die Mütze spielt. In dieser Runde geht es um den amerikanischen Zerstörer Forrest Sherman. Die entsprechende Kapitänsskillung und Modulauswahl findet ihr im angehängten How-to-Bildvideo. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben 4 DDs, 3 Kreuzer und 5 BBs. Viele DDs ist immer für eine Sherman ganz gut. Kann man gut Damage machen, gerade mit SAP seid ihr vielen DDs damage-technisch überlegen. Auch mit dem Smoke gepaart mit dem Hydro könnt ihr so einiges machen. Auf was ihr aufpassen müsst, ist auf jeden Fall die Z52, weil die hat ein bisschen mehr Hydro-Range, der kann euch gefährlich werden. Und selbstverständlich Donskoy mit ihrem Radar. Mein Plan war jetzt erstmal ein bisschen auf die Flanke rauszufahren, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht fährt irgendein DD hinten an die Insel bei G8 und versucht von da aus was zu machen. Und die Neptun tut ihn vielleicht mit seinem Hydro spotten und ich kann ihn über den Smoke farmen. Des Weiteren habe ich schon mal meine Torps rausgeworfen. Ich würde euch immer empfehlen, schaut, dass ihr die Torps immer auf Cooldown werft, wenn ihr die Möglichkeit habt, weil mit den Torps kann man immer wieder das ein oder andere Schiff treffen. So, also ich fahre jetzt in Positioning, habe ein bisschen geschaut auf die Auckland, der kann unangenehm sein, bin jetzt spotted. Und was geht hier auf? Eine wunderbare Haaland. Und den tue ich gleich mal mit SAP etwas unter Druck setzen und wir machen da auch guten Damage. Smoke mich hier, weil die Haaland hat geschossen, die hat keinen Smoke und die bleibt jetzt spotted. Und das ist die Möglichkeit für mich, viel Damage zu machen. Habe jetzt auf HE gewechselt, weil er rausgeturnt hat und habe nicht damit gerechnet, dass er nochmal reinturnt und bin deswegen auf HE geblieben, um ihn da bestmöglich rauszunehmen. Das hat letztendlich die Neptun für mich erledigt, was auch sehr, sehr geil war. Und ihr habt gesehen, wir haben einen Top-Treffer bekommen. War wahrscheinlich die Yamato, sehr, sehr geil. Also nochmal zusätzlich Damage. Und hier ist genau das passiert, was ich mir erhofft habe, dass ein DD an die Insel fährt und von einem Hydro gespottet wird und ich kann ihn über die Insel farmen. Ihr seht auch, ich habe bei dem Smoke mein Hydro angemacht. Klar, zum einen wegen den Haaland-Torps, die ich vermutet habe, und zum anderen, vielleicht kommen nochmal Torps von der Auckland oder so. Deswegen schaut, dass ihr da auch immer safe seid und euer Hydro im Smoke immer parat habt. Weil gerade die Sherman ist nicht so ein wendiger, agiler DD und da kann es gar nicht so einfach sein, Incoming Torps zu dodgen. Ihr seht auch, ich versuche hier so zu stehen, dass ich nicht breit im Nebel stehe, sondern angewinkelt, dass es für die Auckland auch schwieriger ist, mich zu torpen. Haben wir noch ein bisschen die Yamato, ist ganz entspannt. Und hoffe, dass ich hier noch den einen oder anderen Brand bekomme auf die Range. Perfekt, da ist er schon. Und wir kriegen hier nicht den Kill. Sehr, sehr schade. Lass noch ein bisschen was stehen. Die Yamato hat ihre Damage Con ready gehabt. Sehr, sehr ärgerlich. Hab gehofft, dass wir ihn hier noch killen können. Auckland war jetzt spotted. Ist jetzt am rausdrehen, hat die Türme nicht gedreht. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, hier kann man nochmal viel Damage anbringen. Auf die Distanz müsste es eigentlich ganz gut gehen. Bin jetzt hier noch ein bisschen am Farmen, um mein Damage noch hochzubekommen. Noch schießt er auch nicht zurück, also alles entspannt. Ich habe vermutet, er wird sowieso zugehen und nicht zurückschießen. Und deswegen habe ich schön weiter auf ihn geballert. Fängt jetzt an zu schießen, obwohl er zugeht. Das fand ich ein bisschen verwirrend, weil jetzt war er eigentlich safe. Und jetzt heißt es für mich, okay, ich muss jetzt ein bisschen dodgen, weil er fängt jetzt an, auf mich zu schießen. Der eine oder andere würde jetzt sagen, ich tue meinen Adrenalinrausch noch mal ein bisschen verbessern. Aber gerade in so einem Game, wo ihr jetzt noch 2 DDs habt,
sollt ihr schon ein bisschen auf eure HP achten. Aber ich habe mir gedacht, ich habe das Ding jetzt hier angefangen, dann müssen wir es auch zu Ende bringen. Versuchen den hier auch noch abzuholen mit unseren SAP-Shells. Deswegen fahre ich ihm auch nach, um ihn hier zu finishen. Was mir auch gelingt, wunderbar. Mache hier nochmal einen kleinen Schlenkerer, um keine Shots mehr zu bekommen. Und wenn man jetzt so ein bisschen auf die Minimap schaut, sieht man ganz interessant, oberhalb von mir ist eine Benson und im D-Cap ist noch eine Wujing. Diese Wujing ist sehr, sehr nah dran. Deswegen ziehe ich jetzt auch mein Hydro, weil ich mir gedacht habe, okay, vielleicht pusht er in den Smoke rein. Die Kleber fährt er jetzt aber rein und ist quasi im Fokus. Deshalb entschließe ich mich jetzt, hier auch einfach zu gunnen. Dass ich jetzt einen Brand bekomme mit meinem Secondary Hit, ist jetzt sehr belastend. Aber ich versuche hier noch maximal Damage rauszuholen. Aber Wujing wird es hier bei den ganzen Torpedos, die auf ihn zukommen, nicht so lang machen. Währenddessen haben wir auch die Benson bekommen. Aktuell sieht es doch relativ solide aus. Ja, wir sind jetzt nicht gerade mit Caps im Vorteil, aber wir haben einen Schiffsvorteil und wir haben jetzt unsere Flanke gewonnen. Das heißt auch theoretisch kein Crossfire mehr möglich, sondern wir stehen uns quasi Nose-In gegenüber. Das kann auf jeden Fall sehr beruhigend sein. Ich habe jetzt erstmal entschlossen, mir das D-Cap zu holen, in aller Ruhe, um dann in Richtung B-Cap bzw. in Richtung gegnerischen BB-Push zu fahren, um da Damage zu fahren. Wir sind aktuell bei 82k, also solide für 8 Minuten Spielzeit, aber was mich hier so ein bisschen stört, sage ich ganz ehrlich, ist die Donskoi. Also wenn die rausgeht, wäre wirklich super, weil jedes Radarschiff weniger ist gutes Radarschiff. Jetzt bekomme ich auch hier das Radar ab. Versuche hier rauszufahren, um nicht noch Shots zu kassieren, weil ihr seht, ich habe nur 16k. Es ist oben noch die Shimakase am Start. Da muss ich noch ein bisschen aufpassen. Ihr seht auch schiffstechnisch sieht es immer noch solide aus, aber diese Shima könnte sehr unangenehm sein. Ich habe jetzt damit angefangen, die Schliefen hier mit zu farmen. Der fährt da gemütlich Breitseite. Da kann ich noch ein bisschen Damage drauf machen. Muss aber auf die Kremlin-Shots aufpassen, die vielleicht kommen. Aber wir brauchen in dieser Runde auf jeden Fall jeden Kill. Oben auf der Flanke haben wir ein bisschen Probleme. Da gehen jetzt 2 Schiffe raus. Ich schaffe aber die Schliefen. Und die Shima fängt jetzt an hier zu gunnen. Denke ich, ist keine so gute Idee, weil das könnte sehr, sehr unangenehm werden für ihn. Weil er jetzt ein bisschen spotted bleibt, kriegt er auch nochmal ein bisschen Damage von der Shimanto. Aber macht jetzt einen Gamer-Turn in meine SAP-Shells rein. Das lasse ich mir selbstverständlich nicht nehmen und bin voll auf ihn drauf und versuche ihn hier rauszukriegen, was mir gelingt. Auf jeden Fall ein wichtiger DD-Kill hier, um die Flanke noch sauber zu halten. Bin jetzt dabei noch Open Water die Kremlin ein bisschen zu farmen, beziehungsweise auch hier war mir jetzt ein bisschen zu riskant wegen der Repu und habe mich dazu entschlossen, meinen Smoke zu ziehen. Aber was ich jetzt auch sehe ist, es kommt ein Crawling Smoke auf mich zu. Das heißt, hier ist irgendwo noch ein Yamagiri und auf den muss ich auch aufpassen. Mit den Torps kann er mich massiv punishen. Ich habe mein Hydro nicht ready, deswegen wollte ich auch nicht statisch im Smoke bleiben und mich hier ein bisschen bewegen und rausfahren. Ich ziehe jetzt auch gleich mein Hydro, weil ich wusste, wenn er hier Torps geworfen hat, dann werden es viele sein, das wird unangenehm sein. Habe jetzt auch angefangen auf ihn zu schießen, um ihn möglicherweise noch guten Damage zu machen, um ihn rauszunehmen. Meine Kleber geht jetzt raus, das ist nicht ganz so geil.
muss ich ehrlich gestehen. Habe mich jetzt auch hier entschieden, nochmal Torps zu werfen und noch ein bisschen auf die Yamankiri zu gunnen, um den wegzudrücken. Aber ihr seht schon, die Repo ist jetzt am Start und möchte mich da auch beschießen. Was mich aber nicht davon abhält, ja, so ein bisschen auf die Kremlin zu schießen, weil ihr merkt gerade, das Game fängt so langsam an zu switchen. Wir sind nur noch zu dritt. Der Gegner kommt relativ aggressiv auf unser Decap unten und ich versuche dann noch bestmöglich auch zu supporten. Habe jetzt nochmal einen Brand auf die Kremlin bekommen, aber letztendlich war ich mir sicher, dass es sinnvoller ist, hier zuzugehen, um nicht noch mehr Damage zu bekommen, weil ich bin der Einzige, der die Flanke hier hält und die Repo hat mich ja voll im Fokus und das ist mittelfristig nicht allzu gesund für meinen doch sehr geringen AP-Pool. Drückt mir hier nochmal einen Brand rein, das war sehr ärgerlich, da habe ich ein bisschen geflucht. Aber das sorgt nicht dafür, dass ich aufgehe und ich kann ihn jetzt einfach cleansen und das passt. Auch unten sieht es ganz gut aus. Haben das wieder einigermaßen gedreht bekommen. Wir haben den Radar-Cruiser rausgekriegt. Kremlin sieht jetzt auch nicht mehr so fresh aus. Also sieht ganz gut aus. Aber die Repo und die Itakami sind auf jeden Fall noch eine Gefahr. Weil wir punktetechnisch auch noch hinten sind. Weil, wie ihr wisst, ist ja auch der Timer buggy im Replay. Das ist so ein bisschen ein Problem. Der zeigt immer die geswitchten Teams an. Und deswegen müssen wir hier noch ein bisschen was machen. Repo fährt jetzt nach unten auf die Monty drauf, um den ein bisschen unter Druck zu setzen. Ich habe noch einen Smoke ready. Habe mich entschlossen, hier jetzt wieder reinzufahren, Hops zu werfen und auch erstmal rauszudrehen, um mich hier von der Kitakami nicht zu sehr abfarmen zu lassen. Smoke mich jetzt hier auch nochmal, um von der Repo nicht noch eingeklatscht zu bekommen. Was mich ein bisschen nervös gemacht hat, in dem Fall muss ich wirklich sagen, war, dass ich kein Hydro ready hatte. Weil das ist massiv gefährlich, wenn der da seinen ganzen Torpedowerfer wirft, habe ich ein echtes Problem. Habe gehofft, dass die Torps vielleicht ihn treffen. Hat auch nicht funktioniert. Deswegen bin ich jetzt hier so ein bisschen gewinkelt, wie ihr seht, um die möglichen Torps nicht breitseitig zu kriegen, sondern wirklich gewinkelt. 20 Sekunden bis auf mein Hydro. Dann fühle ich mich wieder etwas safe. Des Weiteren ist die Repo auch nicht spotted. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber zum Glück nicht lange. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit SAP sehr guten Damage zu machen. Ihr seht's, ich packe jetzt alles raus, da kommen schon die Torps. Da kommt das nächste Set. Jetzt heißt es Lücke finden. Lücke gefunden. Jetzt kommt der Unterstützer, das heißt besseren Reload auf den Main Guns. Das ist sehr, sehr geil. Jetzt leidet die Repo ein bisschen, würde ich mal sagen. Weil da kommt einiges an Damage rein, der schmilzt richtig. Durch meine SAP-Shots. Hydro habe ich an, deswegen fühle ich mich da auch relativ safe. Reverse jetzt auch in den Nebel, um hinter Nebel zu bleiben. Und auf einmal geht da die Kitakami auf. Und ich dachte mir so, okay, läuft mein Freund. Dann wirst du jetzt vergenusswurzelt. Und zwar vom Allerfeinsten. Weil SAP, sagen wir mal so, mag eine Kitakami nicht so wirklich. Und dadurch, dass ich Hydro anhabe, habe ich halt die Möglichkeit, ihn zu outspotten und kann hier ihn schnell rausnehmen. Switch gleich um auf die Repo und versuche hier meinen Kraken noch abzuholen, um einfach nochmal einen schönen Deckel auf das Game machen zu können. Was mir auch gelingt. Perfekt, noch einen Kraken einverleibt. Also im Großen und Ganzen gerade noch zwischenzeitlich eine sehr spannende Runde.
aber mit, ich sag mal, einem cleveren Positioning da dem Gegner doch relativ schwer gemacht. Zum Endscreen, wir haben einen Unterstützer, Kraken, Großkaliber, also eine solide Runde, 5 Kills, klar, über den Kraken, sogar ein Torpedo-Hit auf die Yamato, aber im Großen und Ganzen wirklich guten Damage auf die wichtigen Ziele bekommen in dem Game. Schauen wir noch auf die Teamwertung. Hier haben wir knapp 2700 Base. Das heißt wirklich eine sehr gute Runde mit der Sherman und ich denke, wir waren nicht ganz unbeteiligt an diesem Sieg. Ich hoffe, euch hat die Mütze-Spiel gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like bzw. einen Kommentar da. Wenn ihr noch Fragen zum Schiff habt oder Feedback über ein Abo, würde ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns dann im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!